Es war einmal in einem gemütlichen kleinen Haus in der Ahornstraße, lebte eine sanfte und liebevolle Katze namens Cly. Cly und ihre Besitzerin, Frau Johnson, teilten eine Bindung, die Worte nicht beschreiben konnten. Frau Johnson war eine ältere Dame und Cly war ihre treue Begleiterin. In einer stürmischen Nacht, als der Donner grollte und der Regen unaufhörlich fiel, ergriff Frau Johnson plötzlich vor Schmerzen ihre Brust. Cly, die neben ihr eingerollt gewesen war, spürte, dass etwas furchtbar falsch war. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete sie, wie Frau Johnson auf den Boden sank, nach Luft ringend. Panisch und verängstigt stieß Cly einen schmerzerfüllten Schrei aus. Der Klang hallte durch das Haus, durchdrang die Dunkelheit, und die Nachbarn, die geschlafen hatten, wurden jäh wach. Sie eilten zur Szene und wählten den Notruf. Cly blieb jedoch an Frau Johnsons Seite, ihre leuchtend grünen Augen voller Angst und Verwirrung. Die Rettungskräfte kamen schnell an, ihre eiligen Schritte vom ohrenbetäubenden Sturm übertönt. Sie beurteilten Frau Johnsons Zustand und erkannten schnell, dass ihr Puls sehr schwach war und ihr Herz aufhörte zu schlagen. Mit geschickten Händen trugen sie auf einer Trage davon, ließen Cly zurück, die vor Schmerz miaute und weinte. Als Cly den Krankenwagen in die Nacht verschwinden sah, zerbrach ihr Herz in 1000 Stücke. Sie fühlte eine Leere, die sie völlig umhüllte. Das Haus, das einst von Wärme und Liebe erfüllt war, fühlte sich nun kalt und verlassen an. Tage vergingen zu Wochen, und Cly blieb allein, wartend auf die Rückkehr ihrer geliebten Besitzerin. Sie würde am Fenster sitzen und die Welt draußen betrachten, in der Hoffnung, einen Blick auf das vertraute Gesicht von Frau Johnson zu erhaschen. Aber jeder Werkehände-Tag vertiefte nur ihre Traurigkeit. An einem Abend bemerkte ein gutherziger Nachbar namens Herr Wilson Cly traurigen Zustand. Entschlossen zu helfen, beschloss er, Cly in sein Zuhause zu bringen, wo sie Trost und Gesellschaft finden würde. Monate vergingen, und Cly hatte sich an ihr neues Leben gewöhnt. Aber tief im Inneren sehnte sie sich immer noch nach der Rückkehr von Frau Johnson. An einem sonnigen Nachmittag, als Cly in den Sonnenstrahlen durch das Fenster lag, hielt ein Auto vor dem Haus. Ein vertrautes Gesicht tauchte auf, mit einem schwachen Lächeln. Es war Frau Johnson, auf wundersame Weise genesen und nach Hause zurückgekehrt. Tränen der Freude füllten Cly Augen, als sie auf ihre Besitzerin zustürmte und vor Glück schnurrte. Frau Johnson hob Cly in ihre Arme, hielt sie fest, als ob sie nie getrennt gewesen wären. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.